Ja, ich heiße Eva Buchleitner und mache das Label Eva Blut. Also das Handwerk in Wien, ich glaube, es gibt viele Leute, die viel können, die auch von der Ausbildung her gute Skills mitbringen und auch vom Design her sehr zeitgenössisch agieren. Ich mit Handwerk, mit Ledergalanterie setze an in einem Punkt, wo dieses Handwerk schon weggestorben war, mehr oder weniger. Und ich aber schon finde, dass Taschen eine Facette der Mode sind und auch ein Gebrauchsgegenstand sind, der ganz wichtig ist und der mich sehr interessiert. Es ist meist schon so, dass eine Kollektion auch eine Fragestellung irgendwie beantwortet. Prinzipiell interessieren mich Taschen dann, wenn man auch einen neuen Weg findet, diesen kleinen Raum, der er ja ist, einen neuen Weg findet, ihn zu bilden. Also nicht ansetzen bei Prototypen, die es eh schon gibt und die man immer wieder neu ausschauen lassen kann, aber eigentlich die Art der Konstruktion interessiert mich sehr. Eine Tasche wird schwer genug, wenn man sie benutzt, also soll das Ausgangsprodukt wirklich besonders leicht sein. Und Formen sollen für mich auch länger Bestand haben. Also es interessiert mich nicht so sehr, jede Saison einen völlig neuen Look hinzustellen. Das macht bei Taschen auch keinen Sinn, weil die Details reifen über Saisonen. Natürlich schaue ich mir an, welche Formen, welche Kleider trägt die Trägerin jetzt und wie ist es proportional zu ergänzen, in welcher Funktion und in welcher Trageweise. Aber dann ist es ein sehr freier Prozess, was Neues zu entwickeln. Das erste Stück wird hier gefertigt und dann mit den Produktionsstätten, die wir in Tschechien und in Ungarn haben, nicht weil es dort günstiger wäre, sondern weil wir diese Firmen in Österreich nicht mehr haben. Dort werden Kleinserien produziert, bei denen man vor Ort noch einmal ein neues Sample machen muss natürlich, bevor das dann in Serie gehen kann. Und dann zeigt man in Paris oder wo auch immer und produziert on demand. Also wir haben keine große Lagersituation, aber wir können sehr flexibel reagieren auf Bedürfnisse. Und das finde ich auch so spannend, dass man den Draht zum Endverbraucher nie verliert, weil einerseits ist es ein Modeprodukt, was in sich spannend genug sein soll, aber dann ist da noch die Seite der Funktionalität und der Verwendung. Wie angenehm ist das, wie sind die Abläufe? Eine Tasche lädt einen auf, über einen ganzen Tag verwendet. Wenn da was nicht stimmt, steht die Tasche schnell in der Ecke. Das soll nicht sein.